Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein ganz besonderes Hefezopfrezept, das ich vor vielen Jahren von unserer damaligen sehr lieben und sehr alten Nachbarin bekommen habe. Sie hat diesen tollen Hefezopf immer zu Ostern gebacken, aber eigentlich passt er auch zu jeder anderen Gelegenheit. Dieser Hefezopf ist richtig schön weich und fluffig und hat eine luftige und faserige Krume. Probiert es unbedingt mal aus. Für den Hefeteig gebe ich zunächst 500 Gramm Weizenmehl Typ 550, 120 Gramm Puderzucker, einen Teelöffel Salz, etwas Zitronenabrieb, ein mittelgroßes Ei und ein Päckchen Vanillinzucker in eine Rührschüssel. Als nächstes löse ich die frische Hefe in der lauwarmen Milch auf. Wenn ihr Trockenhefe benutzt, müsst ihr diese nur mit dem Mehl mischen und nicht in Milch auflösen. Die aufgelöste Hefe gebe ich nun in die Rührschüssel mit den übrigen Zutaten, füge noch 150 Gramm Schlagsahne hinzu und mische die Zutaten zuerst 2 bis 3 Minuten auf Stufe 1 und anschließend noch ungefähr 7 bis 8 Minuten auf Stufe 2. Nachdem der Teig gut durchgeknetet ist, gebe ich 90 Gramm Butter hinzu und lasse den Teig noch etwa 5 weitere Minuten auf Stufe 2 durchkneten. Der Teig sollte nun weich und elastisch sein und kaum noch an den Fingern kleben. Wie lange ihr den Hefeteig nun genau gehen lassen müsst, hängt unter anderem von der Teigtemperatur und der Umgebung ab. Vor der Weiterverarbeitung sollte sich das Volumen aber auf jeden Fall merklich vergrößert haben. Den Teig teile ich nun für einen 4-Strang-Zopf in 4 etwa gleich große Stücke. Die Anzahl der Stränge könnt ihr natürlich ganz nach Belieben variieren. Zum Formen der Stränge drücke ich die Teiglinge zunächst auf der Arbeitsfläche flach und rolle sie dann möglichst straff zusammen, sodass eine Spannung im Teig entsteht. Die Spannung im Teig bewirkt eine glatte und nicht runzelige Oberfläche. Da sich die Stränge noch etwas zusammenziehen, decke ich sie mit einem Tuch ab und lasse sie etwa 5 Minuten entspannen. Nach der Ruhezeit bringe ich die Stränge dann in die gewünschte Länge. Ich habe sie hier ungefähr 45 cm lang gemacht. Die Stränge drücke ich jetzt an einem Ende zusammen und lege sie so auf die Arbeitsfläche, dass jeweils 2 Stränge nach links und 2 Stränge nach rechts zeigen. Und jetzt zeige ich euch, wie ich den 4-Strang-Zopf flechte. Zuerst nehme ich den 4. Strang und lege ihn rechts neben dem 2. Strang ab. Dann nehme ich den 1. Strang und lege ihn links neben den 3. Strang. Diesen Vorgang wiederhole ich nun so lange, bis der Zopf fertig ist. Am besten legt man die jeweiligen Stränge so, dass die Nahtseite immer nach unten zeigt. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern verhindert auch deren Aufgehen.
Den fertigen Zopf lege ich nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lasse ihn nochmal an einem warmen Ort aufgehen, bis er sich beinahe verdoppelt hat. In der Zwischenzeit verquirle ich zum Bestreichen des Hefezopfes ein Ei mit 3 Esslöffel Milch. Der Hefezopf kann gebacken werden, wenn er sich wie ein weiches Kissen anfühlt und der Teig beim Eindrücken nicht sofort zurückfedert. Sobald sich die Eindruckstelle nur langsam und auch nicht vollständig schließt, könnt ihr den Backofen auf 170 bis 180 Grad vorheizen und den Hefezopf mit der vorbereiteten Eimischung bestreichen. Wer möchte, kann den Zopf noch mit Mandelblättchen und Hagelzucker bestreuen. Ich habe den Zopf zunächst bei 180 Grad gebacken, aber nach ungefähr 20 Minuten festgestellt, dass er zu dunkel wird und deshalb die Temperatur auf 170 Grad abgesenkt. Insgesamt habe ich den Hefezopf etwa 50 Minuten gebacken. Und so sieht der fertige Hefezopf aus. Er ist wirklich sehr, sehr lecker, so richtig schön weich und fluffig und mit einer Krume, die man in Fasern abziehen kann. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!